Moin moin und guten Tag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, auf meinem Kanal geht es um Nischenparfums und heute stelle ich euch ein Parfum aus dem Hause Orto Parisi vor, nämlich Terroni. Terroni ist ein Release aus dem Jahre 2017. Der Parfümeur dahinter ist der Herr Alessandro Gualtieri. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ihr seht hier diesen wunderschönen Flakon. Recht schlicht gehalten, aber ja, die Details machen es aus, denn die Verschlusskappe ist aus getrommeltem Geschützmetall, also sehr massiv. Und in den Deckel, also obendrauf, innen drin, wie auch immer, sind Steine eingelassen. Das sollen Lavasteine sein, beziehungsweise symbolisieren. Und auch das Glas ist sehr hochwertig. Also der Herr Gualtieri legt wirklich viel Wert auf hochwertige Materialien. Nicht nur bei dem Parfum, sondern eben auch bei dem Flakon und bei der Verpackung. Denn die seht ihr hier. Am Anfang dachte ich, ja, das ist nur so eine ganz einfache, schlichte Pappverpackung. Aber ja, das ist so eine Art Puzzle. Also alle Elemente sind ineinander gesteckt. In der Mitte steckt eben das Parfum. Und wenn man das erste Mal öffnet, kommt einem ja quasi so die ganze Verpackung entgegen. Ja, hat so einen kleinen Überraschungseffekt bei mir gesorgt oder für so einen kleinen Überraschungseffekt gesorgt. Und ja, und die Innenseiten ähm, sind auch graviert und ja, sehen ganz schick aus. Also, wie gesagt, das fand ich ganz schön. Ich habe mit so einer einfachen Verpackung gerechnet, aber es war dann doch etwas mehr. Ja, einmal zu Herrn Alessandro Gualtieri, der Inhaber und der Parfümeur hinter Terroni. Der gute Herr ist auch der Inhaber und Parfümeur der Marke Nasomato. Sicherlich einigen ein Begriff. Black Afghano, Pas d'Enduro, sehr beliebt und bekannte Parfums, die der gute Herr kreiert hat. Und ja, er hat eben auch Terroni gemacht. Und wie riecht Terroni? Die Beschreibung fällt mir relativ schwer. Das liegt nämlich daran, dass der gute Herr keine Duftpyramide, keine einzelnen Duftnoten angibt. Ähm, Es soll ein Vulkanduft, ein Vulkanparfum sein, deswegen auch die Farbe und ja, diese Steine im Deckel. Es soll Wärme, Hitze, Stärke symbolisieren und vor allem Rauch. Und so riecht das Parfum auch nach einer ganz starken, intensiven Rauchnote. Kein Zigarettenrauch, kein unangenehmer Rauch, sondern eher schon ein, ja, fast würziger Rauch. Ähm, aber von der Kopfnote bis hin zum Dry-Down bleibt dieses Parfum eben rauchig. Also wenn ihr sowas gar nicht mögt, rauchige, intensive Parfums, dann wird's mit Terroni schwierig. Das Ganze oder diese rauchige Basis ist mit so einer hölzernen Note unterlegt. Also es riecht so ein bisschen nach Holz, leicht waldig, würzig und das Parfum riecht für mich auch ambriert. Also das heißt, es wird nach der Kopfnote etwas süßer. Wie gesagt, die Rauchigkeit, die ist immer da, aber die zieht sich ganz bisschen zurück. Und ab dem Zeitpunkt wird das Parfum auch so ein bisschen süßer und leicht, also wirklich nur ganz leicht pudrig. Aber ja, dadurch wird es dann halt tatsächlich nach der Kopfnote so ein bisschen gefälliger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, ist, dass Terroni äußerst gut im Umfeld ankommt. Also immer wenn ich Terroni getragen habe, wurde ich auf das Parfum angesprochen. Erst letztens wieder sagte eine Dame zu mir, ja, was denn hier so gut riecht, wer denn hier so gut riecht und sie hätte sowas noch nicht gerochen und das riecht ja so schön. Und ich finde, das sind so diese Art von Komplimente, die ja mit am schönsten sind, eben einmalig zu riechen und eben nicht so wie gefühlt jeder Zweite. Also das hat mich gefreut und tatsächlich aber auch überrascht. Ich mag diese Art von Duft-DNA. Es ist ein sehr, sehr intensiver, rauchiger Duft. Aber ja, dass das so gut im Umfeld ankommt, auch bei Freunden, Familie, wie auch immer, hätte ich tatsächlich vorher nicht erwartet. Performance, Beast Mode, definitiv mit einer der stärksten Parfums, die ich habe. Morgens aufgetragen, lasst den Flakon ruhig zu Hause. Ihr kommt
ohne Probleme durch den ganzen Tag. Man riecht das Parfum auch noch am nächsten Tag. Also würdet ihr nicht duschen gehen, würdet ihr das ohne Probleme am nächsten Tag riechen. Auf den Klamotten hält sich Teroni sowieso ewig. Teilweise kriegt ihr das bei 30 Grad gar nicht rausgewaschen. Also wirklich super Performance, und die ersten 5, 6 Stunden ist die Sillage auch wirklich überdurchschnittlich stark. Also ihr werdet wahrgenommen, ihr habt eine große Duftaura um euch herum. Also wirklich, die ersten 5, 6 Stunden sehr, sehr intensiv, und danach klingt es etwas ab, aber wie gesagt, Performance selbst dann noch überdurchschnittlich gut bis zum nächsten Tag oder zumindest locker bis zum Abend. Ja, zu Herrn Gualtieri noch mal 1, 2 Worte. Er legt, wie gesagt, sehr viel Wert auf Qualität. Dieses Papier auf dem Flakon, wo eben auf der einen Seite Teroni steht und auf der anderen Seite Orto Parisi, ist wohl auch ein ganz besonderes naturweißes Papier. Also auch da hat er auf Qualität gelegt. Und wie ich schon sagte, Verschlusskappe aus getrommeltem Geschützmetall, sehr massiv. Das Glas soll ein ganz besonderes sein. Also er achtet da wirklich vom Deckel an bis zum Flakon, bis zum Papier, bis hin zur Verpackung und sowieso auf sehr qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe. Die Duft-DNA von Herrn Gualtieri riecht man definitiv auch bei Teroni heraus. Also die schon so einige Düfte der Marke Orto Parisi oder Nassomato haben, wissen, was ich meine. Er hat immer so eine ganz bestimmte Handschrift. Es ist, ja, erdig, rauchig, teilweise riecht es so ein bisschen nach nasse Erde, rauchig. Also, man riecht einfach seine Handwerk und seine Handschrift. So. Ich mag Teroni sehr, sehr, sehr schönes Parfum. Für 'n Blind Buy ist es tatsächlich eher nicht geeignet, außer ihr wisst, ihr steht auf so intensiv rauchige Düfte, aber ansonsten würde ich da eher die Finger von lassen. Aber, wenn ihr da irgendwie an 'ne Abfüllung oder an 'ne Probe kommt, probiert das mal aus. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Parfum. Ansonsten kann ich euch auch noch von Orto Parisi Boccanera empfehlen. Hat so 'n leicht abgeschwächten Teroni-Touch, hat aber dazu noch so 'ne, ja, Schokoladennote, so 'ne zart herbe Schokoladennote mit so 'nem leichten Chili-Unterton. Also, das macht das Parfum meiner Meinung nach so 'n bisschen angenehmer, nicht ganz so streng, nicht ganz so intensiv wie Teroni. Aber auf Boccanera komme ich noch einmal in einem anderen Review zu sprechen. Auf jeden Fall, ja, werdet ihr von Orto Parisi und Nasomato in den nächsten Wochen noch einiges von mir hören. Das soll es auch jetzt zu dem Parfum gewesen sein. Ich möchte jetzt noch mal 1, 2 Worte zu mir beziehungsweise zu diesem Kanal loswerden. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, es ist jetzt qualitativ nicht so hochwertig. Das liegt einfach daran, dass ich ganz neu im YouTube-Game bin und so ein bisschen meinen Fokus auf, ja, die Verpackung, auf die Flakons legen möchte. Es gibt so viele gute, tolle YouTuber, die Parfums vorstellen, aber meiner Meinung nach zu wenig Fokus auf die Verpackung und auf den Flakon legen, beziehungsweise es muss ja auch nicht so sein, aber ich finde so den Gesamteindruck bei einem Parfum sehr wichtig. Mir ist die Verpackung, die Aufmachung, die Geschichte dahinter, ja, sehr, sehr wichtig, und dementsprechend habe ich mich jetzt so für dieses Format entschieden. Und ja, dadurch, dass ich neu bin, muss ich natürlich auch noch so ein bisschen an der Qualität, an der Bildqualität, an der Tonqualität arbeiten. Also, das wird sich sicherlich von Video zu Video dann auch verbessern. Und zum Thema Videos schneiden und bearbeiten, da habe ich eine ganz eigene Einstellung oder Meinung. Ich halte nämlich nichts davon, Videos zu schneiden. Das kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Ich habe für mich entschieden, ich möchte da nichts herausschneiden, denn die Videos sollen so authentisch wie möglich sein. Ich verspreche mich halt hin und wieder mal, ich wiederhole vielleicht auch mal irgendwelche Dinge, habe nicht so die professionelle Struktur in meinen Videos, aber ja, so bin ich nun mal. Ja, ich möchte euch nicht durch das Rausschneiden diverser Dinge dann hinterher einen Eindruck vermitteln, der dann eigentlich gar nicht so wirklich authentisch ist. Deswegen lieber so als anders. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, beziehungsweise findet das nicht schlimm. Ja, das
das soll es, wie gesagt, dann jetzt endgültig gewesen sein. Ich denke, ich habe auch genug gequatscht. Freut ihr euch auf jeden Fall, ja, auf die nächsten Wochen. Ich werde euch richtig schöne Nischenparfums vorstellen. Da sind sehr tolle, sehr spezielle Parfums mit dabei. Ihr könnt auch gerne mal, ja, falls ihr euch bestimmte Videos wünscht oder Arten der Videos, Gestaltungen der Videos, ähm, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren mitteilen oder falls ihr auch Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin da immer gerne offen. Wie gesagt, ich stehe ja erst ganz am Anfang und würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen miteinander kommunizieren. So, jetzt sind wir durch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.